Aber ansonsten, ja, würde ich sagen, heiße ich alle, die heute dabei sind, ganz herzlich zu unserem Webinar willkommen. Ich bin der Chris, ich bin einer von den Gründern von CT. Und was wir heute besprechen wollten, ist, ja, wir nennen das The Work Behind Hybrid Work. Und zwar, was wir uns eben gedacht haben, was irgendwie sehr oft das Thema aufkommt, wenn wir mit unseren Kunden und Partnern sprechen, ist eben diese Thematik rund um, ja, irgendwie dieser Umstieg auf hybrides Arbeiten. Ging vor allem durch die Corona-Pandemie recht schnell. Das hat man dann mal so gemacht, sag ich mal. Aber dass jetzt so ein bisschen die Langzeitauswirkungen immer klarer werden rund um die Kultur, aber auch einfach rund um den Organisationsaufwand, der dahinter steckt. Und darum wollen wir uns damit einfach mal ein bisschen intensiver beschäftigen, haben uns zwei absolute Top-Expertinnen hier dazu geholt. Auf der einen Seite Ute Fischer. Hallo Ute. Hallo, danke für die Genau. Einladung. Jo, gerne, immer gerne. Also Ute, du bist ja schon super lang bei OSSA mit dabei. Bist offiziell, wie wir wissen, im Corporate Audit tätig, aber ich finde immer, dass die offizielle Jobbeschreibung könnte eigentlich nicht mehr Understatement sein, weil du, wie wir gelernt haben, in der Zusammenarbeit zwischen CT und Osram ja maßgeblich bei diesem Umstieg auf hybrides Arbeiten und Desk-Sharing beteiligt warst, da quasi so ein bisschen oder einer der Projektleiterrollen übernommen hast, das im ganzen Konzern voranzutreiben. Genau, also ganz herzlich willkommen, Ute. Danke. Und dann haben wir auch noch die Professor Johanna Barth dabei, wie wir in unserem Vorbereitungscall besprochen hatten. Genau, Johanna, du warst ja auch quasi Projektleiterin in größeren Konzernen, unter anderem bei Daimler und unterrichtest jetzt aber an der ESB und hast auch selber dein eigenes Unternehmen, was so wie ich es wahrnehme, mittelständische bis auch große Konzerne dabei berät, eben mit eurem mit eurer Roadmap to Hybrid eben diesen Umstieg auf hybrides Arbeiten zu bewältigen. Ich hoffe, ich habe das auch gut beschrieben. Also auch an dich, Johanna, ganz herzlich willkommen. Sehr vielen Dank und ich möchte jetzt bitte noch einen kurzen Exkurs zum Vorgespräch. Ich habe nämlich gesagt, er darf auch nur Johanna sagen. Also Ja, bitte. das stimmt, ja. Aber hey, ich meine, wir haben ja auch gesagt, wir sind in Deutschland, wo Titel manchmal doch noch wichtig sind. Darum dachte ich mir, ich sage es am Anfang einmal und ab jetzt kann ich auf Johanna umsteigen. Perfekt, sehr gern. Das gilt natürlich auch für die Zuschauer. Genau. Und vielleicht für alle Zuschauerinnen und Zuschauer oder Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben einfach ein paar so Diskussionspunkte vorbereitet, die wir jetzt mit Johanna und Ute durchsprechen würden. Wenn ihr aber zwischendurch Fragen oder auch Kommentare oder dergleichen habt, dann gerne einfach in die Chatleiste, ins Q&A schreiben. Ich behalte dann immer ein Auge drauf, versuche die entweder direkt in die Konversation einzubinden oder wir behalten uns ansonsten auch noch zum Schluss 10, 15 Minuten vor, um da Fragen und Kommentare allerhand nochmal durchzusprechen. So, ich würde dann jetzt einfach mal aufhören, meinen Bildschirm zu teilen, damit ich euch auch alle ein bisschen besser sehen kann und würde dann einfach mal direkt in die Fragen eintauchen. Vielleicht das erste Thema finde ich immer ganz gut zum Einstieg, die Einführung von Hybrid Work. Da vielleicht an dich, Ute, die Frage, wir kennen das ja von der Zusammenarbeit mit CT, mit unserer Software, die bei euch im Einsatz ist, aber was war bei euch so der Auslöser, um hybrides Arbeiten und auch Desk-Sharing bei Osram einzuführen? Natürlich, wie bei vielen, glaube ich, Unternehmern oder eben auch Teilnehmern, Corona. Wir haben uns die Frage gestellt, wie dürfen wir nach Corona zusammenarbeiten und haben wirklich im Unternehmen mit Führungskräften, mit Mitarbeitern gesprochen. Was sind die Anforderungen? Wie gestaltet sich die Arbeit nach Corona? Und da hat uns dann aber parallel auch dabei geholfen, dass wir eine neue Location suchen mussten, sprich neue Büroflächen. Und wir haben im alten Gebäude ein Pilotprojekt aufgesetzt über 4 Stockwerke und haben dort überwiegend Corporate Functions sozusagen das testen lassen, um eben CT einzuführen, Desk-Sharing zu betreiben. Das war quasi noch in einem sehr komfortablen Flächenkonzept, war aber einfach ein gutes Learning, um zu sagen, wo soll die Reise hingehen, in einem wesentlich komprimierteren Fläche dann, Okay. in der wir jetzt auch schon seit fast einem Jahr arbeiten.
Da haben wir einfach Learnings mitgenommen, was jetzt sicherlich toolseitig, da wie der Chris vorhin auch gesagt hat, haben wir ja unsere Bedürfnisse auch immer wieder angemeldet, was an Ergänzungen an Features etc. wir uns wünschen würden, was auch anderen hilft sozusagen. Und jetzt ist es so, dass die Flächen sehr gut genutzt werden, auch das Tool, speziell jetzt in unserem Co-Headquarter in München. Und haben da sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Das war quasi so in Kürze das, wie wir gestartet sind. Cool, alles klar. Das heißt, ihr hattet schon noch bei euch spezifisch natürlich diesen Hintergedanken auch Büroflächen komprimieren und das gilt natürlich dann auch gut Hand in Hand einher mit Desk-Sharing und hybriden Arbeitsmodellen. Okay, verstanden. Ja. Und Johanna, was würdest du sagen bei den Unternehmen, mit denen du zusammenarbeitest? Wenn wir jetzt vielleicht mal Corona ausklammern, was würdest du da sagen, sind so meistens die hauptmotivierenden Faktoren, die diese Umstellung auf hybrides Arbeiten oder auch Desk-Sharing triggern? Das ist sehr unterschiedlich, kann man jetzt nicht über einen Kamm scheren. Wie ich es vielleicht zusammenfassen würde, ist, es ist meistens irgendwie symptomgetrieben. Also das Okay. heißt, das Unternehmen merkt, irgendwas funktioniert nicht so, wie wir es uns vorstellen. Ja? Das können, wie in dem Fall, den Ute jetzt beschrieben hat, die Räumlichkeiten sein. Also es gibt bei mir tatsächlich sogar Kunden, die bauen die Räumlichkeiten, ich nenne es jetzt mal New Work-mäßig schick um, und erhoffen sich damit indirekt Effekte wie mehr Engagement, mehr Zusammenarbeit, mehr interaktive Kollaboration und so weiter, machen den Umbau und stellen dann fest, der Effekt stellt sich nicht ein. Also das könnte zum Beispiel so ein Trigger sein. Okay. Oder eben auch ganz andere Trigger, wie zum Beispiel Veränderungen in der Performance, Veränderungen im Kommunikationsverhalten, Retention-Probleme, Recruiting-Probleme. Also das kann wahnsinnig vielfältig sein. Und da vielleicht auch schon eine zweite Anmerkung dazu. Es lohnt sich auf jeden Fall, hier durch einen sehr strategischen Prozess durchzugehen. Und Ute hat es ja auch schon so ein bisschen anklingen lassen, wie der aussehen kann und aufgesetzt werden kann, weil es gibt da leider kein One-Size-Fits-All. Das heißt, wir machen sehr intensive Datenanalysen mit unseren Kunden. Und ich wünschte jetzt, ich könnte euch sagen, ja, das sind immer die 3 Sachen. Macht die 3 Sachen und dann ist alles cool. Und es ist tatsächlich so, dass ich vorher nicht vorhersehen kann, welches Muster sich nachher zeigt in einer bestimmten Unternehmung. Und das macht es so spannend, aber natürlich auch ein Challenge, weil ich habe viele, viele Kunden, die im Erstgespräch zu mir sagen, ja, nennen Sie uns doch jetzt einfach diese magische Zahl an Office-Tagen und dann ist alles gut. Wenn wir die Mitarbeiter, quote unquote, zwingen, 2,75 Tage reinzukommen, dann ist alles gut und 2,6 ist schlecht und 3,1 ist zu viel. Und das ist der Riesenwunsch, den ich so verspüre. Ja. Und da möchte ich einfach allen Unternehmen zurufen, it's not as simple. Ja, es wäre super schön, wenn es so einfach wäre. Ich würde euch so gern diese Zahl geben. Und stattdessen gebe ich euch einen strukturierten, datenbasierten Vorgehensprozess. Und für viele ist das dann erstmal so, oh. Oh je. Oh. Ja, Stichwort Organisationsaufwand. Ne? Ja, genau. Aber Johanna, da kann ich dir wirklich nur beipflichten. Für mich hat es damit was zu tun, wenn die Unternehmen so rangehen, um jetzt dieses, Template zu kriegen, nenne ich es jetzt mal, oder irgendein Master. Es kommt auf die Kultur, glaube ich, kann man später auch noch drauf. Die Kultur des Unternehmens, ja, vertrauensbasierend auf alle Fälle, ja, und da hast du dann keine Zahl, weil jeder Employee ist anders, ja, hat ein anderes Environment und. Das ist das Wichtige. Und neben dem Tool ist wirklich auch die Story dahinter. Was will ich damit bezwecken? Der Purpose, ja, sprich, willst du Räumlichkeiten sparen? Wirst du verdichtet? Oder willst du da sparen, dass du ein neues Gebäude anmieten musst oder bauen musst beispielsweise? Ja? Geht es darum, Personal einzusparen oder solche Dinge? Das kann ja im Positiven wie im Negativen, aber du brauchst eine Story dazu und ganz ohne Budget geht es auch nicht. Nur hübsch machen bringt nichts. Ich erinnere mich sehr stark, als wir damit angefangen haben, hieß es dann, ach ja, und die alten Möbel und in dieses neue Konzept. Wir haben mit wirklich sehr wenig Budget punktuell was, ich sage jetzt mal, hübscher gemacht und der Effekt war riesig. Ja,
Aber dazu gehört halt auch Kreativität. Da sind wir dann wieder sicherlich auch bei den Bereichen, die involviert sind, aber auch wirklich viel, viel persönliches Engagement. Das kann ich einfach nur sagen. Dem ist Ja. nichts hinzuzufügen. Ja, kann ich auch nur zustimmen. Und ich finde auch, also das sind auch genau die zwei Kategorien, die wir oft sehen, welche du angesprochen hattest, Ute. Also auf der einen Seite ist vielleicht Bürofläche verkleinern, aber was wir dann schon auch oft mitbekommen, Unternehmen, die stark wachsen, dass es einfach darum geht, wir wollen unsere Bestandsflächen weiterhin nutzen, trotz steigender Mitarbeiterzahl und eben einfach unsere Bestandsflächen irgendwie effizienter nutzen. Wenn man da irgendwie dann auch an Themen wie CO2-Emissionen denkt, ist, glaube ich, auch echt ein Riesenfaktor, weil man halt kein riesiges neues Gebäude bauen muss oder anmieten muss. Wenn wir jetzt dran denken, ich glaube, nächstem Jahr müssen wir viel strenger CO2-Emissionen tracken als Unternehmen. Echt nicht zu unterschätzen. Wenn wir gerade, jetzt kam schon dieses Stichwort Kultur ein paar Mal auf, das würde ich ganz gerne aufgreifen, und zwar irgendwie, was ihr auch mitbekommt, also Ute, du bei Osram oder Johanna, du auch bei den Unternehmen, mit denen du zusammenarbeitest, was denn so die kulturellen, ich nenne es mal Herausforderungen waren und auch sind. Also sowohl in der Umstellung auf hybrides Arbeiten, aber jetzt auch, wo ja viele Unternehmen das schon länger in welcher Form auch immer hybrid arbeiten. Was fällt euch da auf? Was sind da vielleicht so die Challenges? Wo drückt da noch der Schuh? Ich überlasse euch, wer zuerst antworten möchte. Johanna, fang du mal von der Theorie an. Du hast ein breiteres Portfolio sozusagen. Ich könnte da jetzt auch wieder antworten, alles Mögliche. Ich erforsche ganz gezielt ein bestimmtes Thema. Und daran kann man aber vieles erklären. Und das ist die sogenannte Perception Gap. Und wir sehen, dass in den Unternehmen eine große Verschiebung da ist in der Wahrnehmung zwischen den Führungskräften, insbesondere dem Geschäftsführungsteam und den Mitarbeitenden. Wer den Microsoft Work Trend Report kennt, der weiß vielleicht auch, dass der Microsoft Work Trend Report, was so mit die größte repräsentative Studie ist, die weltweit zum Thema Arbeitswelt durchgeführt wird, dieses Thema auch als, ich sage es jetzt mal, Titelthema des diesjährigen Reports genommen hat, genau das mal zu beleuchten, diese Paradoxon, warum haben Führungskräfte und Mitarbeitende so unterschiedliche Perspektiven. Und die Herausforderung, die sich insbesondere für Kulturfragestellungen daraus ergibt, ist, wie messen wir denn Kultur? Ja, darauf gibt es noch keine eindeutige Antwort. Ja, wir können einen CO2-Fußabdruck ja noch nicht mal eindeutig messen von Gebäuden, geschweige denn, dass wir jetzt eine Kultur eindeutig messen können. Da würden wahrscheinlich 10 Leute 11 Meinungen rauskommen, wenn ich euch jetzt fragen würde. Ja. Und das heißt, wir haben es hier mit einem Thema zu tun, das für die meisten Unternehmungen sowieso schon verdammt schwer greifbar ist. Und jetzt kommt eben dieses Thema Wahrnehmungsunterschied noch dazu. Und das heißt, wir sind hier im absoluten Bereich der Bauchologie gelandet. Und jetzt versuchen Unternehmen, und das meine ich wirklich nicht so kritisch, wie sich das jetzt vielleicht anhört, die Führungskräfte und die Geschäftsführungsteams, die wollen das Beste für die Firma in den allermeisten Fällen. Also ich habe es sehr selten erlebt, aber ich habe es sehr selten erlebt, dass ich das Gefühl hatte, dass die Geschäftsführung und die Führungskräfte handeln aus einem echten Drive, das Unternehmen besser zu machen und aus einer echten Besorgnis um das Unternehmen. Und gleichzeitig haben sie oft eine so verzerrte Wahrnehmung auf die Unternehmung, dass sie einfach nicht dafür geeignet sind, zu bewerten, was gut für die Unternehmung ist oder nicht, insbesondere in diesen Aspekten, die wahnsinnig menschenzentriert sind. Ja. Und da würde ich sagen, ist für mich im Grunde so der größte Hemmschuh, dass ich das Gefühl habe, die Intention ist die absolut richtige. Und Ute, ich fand das deshalb auch in unserem Vorgespräch eben so toll, als du gesagt hast, ich muss immer neu dazulernen. Und im Grunde ist meine Aufgabe, dran zu bleiben, sozusagen an allen Mitarbeitenden, auch an jüngeren Mitarbeitenden und so weiter. Und da schlagen halt in dieser hybriden Arbeitswelt zum einen diese Perception Gap zu und zum zweiten das Thema Proximity Bias. Und der Proximity Bias ist, dass der Kreis der Personen, mit denen ich mich tagtäglich unterhalte, der bestimmt sehr stark meine Meinungsbildung. Ja. Und durch das hybride Arbeiten wissen wir, dass dieser Kreis der Personen viel kleiner geworden ist bei den meisten. Stimmt, ja. Und das heißt, meine
Neudeutsch, Echo Chamber, ja, die ist als Führungskraft, Geschäftsführer für mich total unmerklich sehr klein oft geworden. Und dann gibt es noch 1000 andere Biases, die dazu führen, dass ich die Stimmen, die mich bestätigen, eher wahrnehme als die vielleicht mal was anderes sagen. Oder ich bin sehr schnell dabei zu dismissen oder als das, ich sag mal, runter zu spielen, was vielleicht kritischere Stimmen sagen, etc. etc. Ich möchte jetzt nicht den Bestseller von Daniel Kahneman hier schnelles Denken, langsames Denken nochmal wiederholen, aber da gibt es einfach wahnsinnig viele Einflussfaktoren, die dazu führen, dass meine Meinung alles andere als objektiv ist. Und das ist wahnsinnig schwierig für mich als Geschäftsführungsteam, als Leitungsteam, das zu erkennen, zu reflektieren und dann eben meine Handlungen auch entsprechend anzupassen. Ja, okay. Ja, das ist spannend. Ja, Johanna, da kann ich dir quasi aus der Praxis sozusagen nur zustimmen. Deshalb haben wir eben in unserer Vorbefragung, was wünscht ihr euch, ja, die Führungskräfte, aber auch, und wir haben dann Ambassadoren eingesetzt im Unternehmen, also sprich die Vermittler zwischen Mitarbeiterteam und der Führungskraft, ja, und die dann auch wirklich ihre Stimme mit eingebracht haben ins Projekt, die natürlich dann auch involviert waren ins Umsetzen sozusagen. Aber wie du sagst, die Führungskraft war gewohnt im Einzelzimmer oder auch der Vorstand. Ja? Und wir hatten, Gott sei Dank, das große Glück, unseren Finanzvorstand für die Sache zu gewinnen, der eben auch schon in großen multinationalen Unternehmen gearbeitet hat und war da etwas familiär mit dem Thema. Ja? Das heißt, auch er hat kein eigenes Office mehr. Ja? Seine Assistenz bucht ihm ein Office und Meet heißt das jetzt bei uns. Ja? Und wir haben beim Umzug, haben wir Stock für Stock haben wir implementiert. 4 Wochen danach haben wir eine persönliche Session, so quasi Küchentalk gemacht, ja, weil wir vermeiden wollten, jeder kotzt sich Social Media technisch aus. Nein, wenn etwas nicht stimmt, dann sagst du mir das face to face. Ja, das war sehr wichtig. Das haben wir Stockwerk für Stockwerk, weil natürlich Corporate Functions wieder anders sind als HR, weil natürlich Vertraulichkeit, die Salespeople ständig am Telefon hängen und. Was müssen wir da anpassen? Und wirklich die Bedürfnisse, die Sorgen der Mitarbeiter aufzunehmen. Ja? Und wir haben wirklich auch viel in Einzelgesprächen auch mit den Führungskräften, ja, das geht doch und das geht doch, ach, habe ich gar nicht gewusst und ja, wirklich das Betriebsrat einzubinden, ja, der ja auch sozusagen, wenn der merkt, die Mitarbeiter wollen das, dann kriegst du weniger Gegenwind oder keinen Gegenwind, ja. Und wirklich dieses Role Model im Management zu haben. Die Ambassadoren waren, ich sage jetzt mal, auf was wir geachtet haben, es sind nicht nur stille Postträger, sondern auch eine Meinung vertreten. Ja? Also wirklich sagen können, so und so funktioniert es, egal was meine Führungskraft beispielsweise sich vielleicht wünscht oder sagt. Ja? Und ich habe kürzlich 2 Kollegen, mit denen ich enger zusammengearbeitet habe, erlebt, die größten Kritiker waren. Ich sage immer so, wie den Bock zum Gärtner machen. Ja? Und die jetzt plötzlich von alleine ihr Office buchen, in den Stockwerken tauschen. Und da würde ich das gerne aufgreifen, weil du sagst, es hat sich noch verengt, die Wahrnehmung. Ja? Und das ist bei uns, wir haben eine Homebase. Da hast du deinen Locker, wo du morgens hingehst, deine Sachen holst. Aber du kannst über die Stockwerke hinweg dich überall einbuchen. Es ist nicht, auch wenn du normaler Mitarbeiter bist, kannst du dir für bestimmte Sachen mal ein Office mieten, ja, wenn es verfügbar ist. Ja? Da gibt es keine Hierarchie oder Einschränkungen in der Buchung, sondern das darf jeder, solange sozusagen die Verfügbarkeit gewährleistet ist. Ja. Und das ist das Erfolg. Ich habe so tolle Momente, wo ich plötzlich neben einem Kollegen sitze, von dem ich jetzt, Optimierung im Excel gelernt habe oder keine Ahnung was. Ja, ich brauche genau nicht immer, Idee, ne? Ich brauche nicht immer mein eigenes Team um mich herum. Ja, da buche ich vielleicht mal wirklich einen Teamtag und einen Projektraum und mache dann Brainstorming. Ja, oder zu Hause
mache ich meine ruhige Arbeit. Ja? Wenn ich den ganzen Tag in Telefonkonferenzen bin, frage ich mich auch, warum gehe ich ins Office? Ich hänge doch nur am Ja, Telefon. geht Ja? mir auch so. Ich gezielt, wenn ich ins Office gehe, versuche, ist Socializing zu machen. Meetings, die eine persönliche Präsenz notwendig machen. Das sind die Erfolgsrezepte. Ja? Hm. Ja, ja. Aber finde ich cool, dass du wirklich genau diese Erfahrung gemacht hast, dass du wirklich neben Leuten aus einer anderen Abteilung, in einem anderen Team sitzt und einfach sagst, hey, lass uns mal austauschen. Ich glaube, das ist ja wirklich dieses Szenario, das sich eben auch das Management immer erhofft, dieser Ideenaustausch, Cross-Departmental Collaboration, sorry, auch wieder Neudeutsch. Vielleicht nur eine Rückfrage, Ute, weil ich weiß, dass ihr das gemacht habt und ich finde es super spannend, das Ambassadorenprogramm. Ja. Also wer waren diese Leute? War das wirklich willkürlich aus allen möglichen Abteilungen oder waren die dann wirklich so aus HR, IT oder so? Und welche Seniorität? Oder? Nee, es waren wirklich aus jedem Bereich, weil du hast quasi, wir haben da in zwei Richtungen gedacht. Das eine war, wer kann es umsetzen, also organisatorisch. Und auf der anderen Seite aber auch wirklich nicht nur der Wasserträger zu sein. Ja? Auf was man achten sollte ist, und ich komme ja selbst aus dem Bereich und sehe da auch die Befürchtungen, nenne ich es jetzt mal so. Assistentinnen tun sich teilweise auch schwer damit. Sie können gute Ambassadoren sein, aber sie verlieren dann sozusagen auch eine gewisse, wie nenne ich es denn jetzt, eine gewisse Homespace. Ja? Also üblicherweise war das Konzept, die Führungskraft in ihrem Büro und die Assistent sitzt davor. So, jetzt hat die keine Heimat mehr, weil der Chef hat ja auch keine Heimat mehr. Da werden Ängste, kommen da hoch. Ja? Die muss man aufnehmen. Aber bindet man diese Menschen beispielsweise mit ein, können sie gestalten. Ja? Sie werden gehört. Das sind so die Themen. Aber ich habe auch wirklich versucht, weil ich natürlich lange im Unternehmen bin und die Menschen zum großen Teil kenne, wer ist denn so der Meinungsgeber? Ja? Oder auch verschiedene Levels. Das sind dann Teamleiter, das sind Sachbearbeiter, die haben unterschiedliche Bedürfnisse und die alle zusammenzubringen. Ja? Und dann zu sagen, okay, bei euch im Team funktioniert so, in dem Bereich funktioniert so, ja, warum denn? Ja? Oder ich hatte mal eine Heidendiskussion, Unterschriftenmappen. Ja, wie funktioniert das jetzt, wenn keiner mehr im Büro ist? Sage ich, okay, vieles geht jetzt schon digital, manches nicht. Ja? Und also die banalsten Dinge. Oder Telefon wird abgeschafft. Ja? Ich habe kein Festnetztelefon mehr, ich kann meinem Chef nicht mehr verbinden. Sage ich, ja, okay, in Corona konntest du den Chef auch nicht verbinden, weil der musste selber telefonieren. Ja? Und da bitte nicht unterschätzen, was da schief laufen kann, wenn man die Leute nicht mitnimmt. Ja? Also egal, was es für Sorgen sind, sie sollten gehört werden und dann aber zu sehen, kann ich an der Lösung arbeiten oder geht es einfach aus welchen Gründen auch immer nicht? Ja, verstehe ich. So ehrlich muss man dann einfach sein. Ja? Und wir haben es extrem gemacht. Ja? Wir hatten große Diskussionen, wie lange Vorausbuchungsfrist? Ja? Und. Weil ich brauche ja für jeden Tag den gleichen Platz für meinen Chef. Sage ich, nee, musst du nicht. Ja? Also diese Hemmschwelle versuchen abzubauen. Ja, verstehe ich. Johanna, macht ihr das übrigens auch ähnlich? Also ist das auch Teil von eurem, ich sag mal, Standardprozess, eben diese Ambassadoren zu identifizieren und zu nutzen, einzusetzen? Ja, also grundsätzlich machen wir immer irgendeine Form von Co-Creation, was so der auch wieder neudeutsche Begriff ist für so eine Mitarbeitereinbeziehung. Und gleichzeitig versuchen wir natürlich schon auch zu schauen, was ist für diesen Kunden jetzt der richtige Weg. Weil ich habe Kunden, die haben echt sehr hohen Druck auf dem Projekt und die möchten einfach durch diese Analyse und Maßnahmenentwicklungsphase, ich sag mal, in einem sehr kurzen Zeitraum durchgehen, weil sie, was weiß ich, die haben den Umbaupartner schon da stehen, der muss in 6 Monaten anfangen umzubauen. Wir haben einfach nicht die Zeit mehr, einen großen Co-Creation-Prozess zu machen. Auf der einen Seite, dann versuchen wir das trotzdem zu machen. Also wir haben immer ein Co-Creation-Format mit drin im Sinne eines Workshops, in dem gezielt Mitarbeitende eingeladen werden, um eben zum Beispiel über so Sachen wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus, wie sieht ein Onboarding typischerweise aus und so weiter zu sprechen.
Das ist unser, ich nenne es jetzt mal Minimalansatz. Und Okay. der Maximalansatz ist dann sicherlich eher sowas, wie Ute auch schon anklingen hat lassen. Und da muss man sich aber auch wieder anschauen dann, wie würde ein Nominierungsverfahren in dieser Organisation bestmöglich aussehen? Möchten wir Leute eher fremd nominieren, aus der Gruppe heraus fremd nominieren, von der Führungskraft fremd nominieren? Möchten wir eine intrinsische Motivation ganz, ganz stark in den Vordergrund stellen, also sehr schnell die Leute gewinnen, die sagen, hey, ich habe voll Interesse da mitzumachen, und sich dann auch überlegen, was wäre dann sozusagen eine Bewerbung, wie könnte die aussehen, sich in das Projekt hinein zu bewerben, Dass man und sich so da rein weiter. bewirbt Also intern. Okay, das ist auch cool. genau, Coole also Idee. da eben auch dann zu überlegen, welche Art von Motivation möchten wir für das Projekt haben. Also da ist die Bandbreite, wie man zu so einem Ambassadoren-Modell kommen kann, sehr groß. Viele Wege haben Vor- und Nachteile, ja. Man muss immer abwägen zwischen Zeit und Beteiligung. Das sind so 2 Komponenten, die ein bisschen in einem Widerspruch stehen, oft. Mhm. Und man muss auch abwägen zwischen, wie viel Handlungsrahmen möchte ich als Unternehmen zentral setzen und wie viel Freiheitsgrade möchte ich den Ambassadoren für eine aktive, kreative Beteiligung wirklich geben. Ja. Und das ist mir wichtig, das an der Stelle zu betonen, weil das sind für mich auch so typische Fettnäpfchen, wo Unternehmen sich das nicht, vielleicht nicht ehrlich genug auch am Anfang eingestehen. Ute hat auch gesagt, das hat auch viel mit Ehrlichkeit zu tun, Ja. weil, wichtige Botschaft hier, du kannst es in so einer Art von Projekt nicht allen recht machen. Nein. Ausrufezeichen. Ja. Du musst akzeptieren können, dass ein bestimmter Prozentsatz von Mitarbeitenden immer, egal wie du dich entscheidest, unzufrieden sein wirst, weil die Polarität, Ute hat es vorhin auch schon angesprochen, ist riesig. Die Ja. Polarität zwischen dem, was empfinde ich als gut und schlecht, die ist maximal. Ja. Also es gibt Menschen, die sagen, ich möchte bitte 5 Tage die Woche ins Büro kommen, immer am gleichen Platz sitzen, immer mit der gleichen Person zum Mittagessen gehen, zur gleichen Uhrzeit kommen, zur gleichen Uhrzeit gehen. Und sie haben Menschen, die sagen, von mir aus, ich muss nie wieder in die Organisation kommen, muss nie wieder einen Kollegen physisch treffen, möchte zu jeder Uhrzeit, zu jeder Tages- und Nachtzeit, am Wochenende oder auch nicht, völlig flexibel, völlig ortsungebunden arbeiten können. Ja. Und in diesem Spannungsfeld gibt es keinen guten Kompromiss. Punkt. Ja. Und, Wenn man da einen und das Kompromiss ist, findet, ist niemand happy, ne? und Nee, genau, nee. danke, Chris. Und da haben wir auch ein sehr eingängiges Strategiemodell dazu entwickelt, um genau dieses Thema aufzuzeigen. Als Geschäftsführer geht man dann dieses Problem so an, wie man alle Probleme ansieht. So, ja, okay, also wenn 10 Millionen zu viel ist und 8 Millionen zu wenig, dann ist 9 Millionen okay. Und das ist eine Herangehensweise, die nicht funktioniert. Ausrufezeichen. Und das ist mir so wichtig, das zu sagen, weil das diese schnelle Reaktion ist immer, naja, die einen wünschen sich 5 Tage Präsenz, die anderen wünschen sich 0 Tage Präsenz, also ist 2 bis 3 Tage richtig? Und damit machen sie alle Seiten unglücklich. Die machen weil die 5 Tage Leute sind auch nicht glücklich, wenn ihre Kollegen jetzt 2 Tage die Woche reinkommen. Und die 0 Tage reinkommen wollen, sind nicht glücklich, wenn sie 2 Tage die Woche reinkommen müssen, quote unquote. Und das ist halt das ist so eine Lose-Lose-Situation, die damit erzeugt wird in vielen Fällen. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist die Resilienz einer Organisation, das auszuhalten, dass es auch eine Übergangsphase geben muss, in der ein Prozentsatz an Menschen mit dem Change unglücklich ist und auch unglücklich sein darf. Das ist in Deutschland ganz schwierig, kulturell für viele. Wir haben ein super hohes Harmoniebedürfnis. Wir haben ein super hohes Demokratiebedürfnis. Und dieses Thema eignet sich dafür nur bedingt. Und das auszuhalten, das ist für mich da auch eine absolute, auch in diesem Beteiligungsprozess, das auszuhalten, eine absolute Schlüsselerkenntnis für ein erfolgreiches Projekt, dann auch nicht zurückzurudern. Ute, du hast es wunderbar beschrieben. Ja, und dann kommt der, ja, aber mein Chef, der will immer den gleichen Platz. Wo kann ich den nicht schon für 365 Tage einfach einbuchen? Das wäre doch der einfachste Weg für alle. Ja, dann zu sagen, nein, der soll
das Erlebnis haben, der darf das Erlebnis haben. Wir schenken ihm das Erlebnis. Auch mal jemand anderes sitzen zu dürfen. Genau. Genau, so musst du es halt formulieren. Ne? Ja. Aber Johanna, du sagst es ganz richtig. Das, was du gemeint hattest, eben auch, je mehr du am Anfang investierst, die Leute einzubinden, umso größer ist die Akzeptanz. Wir hatten in der Projektleitung wirklich so ein bisschen Bad und Good Guy. Ja, der eine, also ich komme dann mit einem breiten Kreuz und bin immer die Böse, ja, weil ich dann immer das Limit ausfahre. Ich möchte da bei dem einen noch einhaken, ist, wenn die Menschen ihren eigenen Arbeitsplatz mit was auch immer, mit der Pflanze, mit dem Foto der Familie und verlieren, haben einige, und es kommt immer darauf an, in welcher Situation sich das Unternehmen befindet, mein Arbeitsplatz fällt weg. Das ist ganz stark im Kopf verankert. Das darf nicht unterschätzt werden. Ja? Und dann sind wir wieder, ich habe auch andere Unternehmen, wir haben uns ja auch so ausgetauscht mit Münchner großen Unternehmen, Managemententscheidung. Ja, ich treffe mich in der Mitte, weil, nein, und Führung wird jetzt positiv und negativ sichtbar nach Corona, weil du hast nicht mehr die Präsenzkultur, du prügelst alle ins Office, ja, und kontrollierst sie, ob die jetzt performen oder nicht. Das ist zweitrangig. Ja? Präsenz. Nein, ist es nicht. Sondern der Führung und dem Mitarbeiter die Verantwortung zu übergeben, du gestaltest deinen Tag, du hast diese Deadline und damit muss man dann eben arbeiten. Aber jeder Mitarbeiter geht anders damit um, jede Führungskraft geht damit anders um. Also ich kann nicht dieses Gießkannenprinzip, ich prügel alle ins Büro, sondern den einen muss ich an der langen, den anderen an der kurzen Leine halten, um dieses Ergebnis zu kriegen. Ja? Und das ist natürlich auch, wir wissen, Führungskräfte gibt es solche und solche. Da zeigt sich das, ob so ein Modell dann auch erfolgreich ist oder nicht. Das hängt viel mit den Menschen zusammen. Und es ist alles menschlich. Und jeder darf sein. Ja? Also du darfst 365 Tage reinkommen, immer den gleichen Platz buchen, außer ich buche mich mal dazwischen. Kann auch passieren. Ja. Wie ist das eigentlich bei euch, Ute? Also ich weiß, grundsätzlich lebt ihr das Modell sehr flexibel, aber gibt es gewisse Rahmenbedingungen, die vom Management oder dergleichen abgesteckt wurden in Sachen Tage pro Woche oder Monat im Büro oder so? Also wir haben eine offizielle Betriebsvereinbarung, die für die deutschen Standorte, weil da ist dann wieder, wir haben ja jetzt eben eine österreichische Muttergesellschaft, da ist es wieder anders. Und da habe ich eben auch erlebt, Johanna, die das über Nacht quasi technisch einführen wollten. Ja, so. Und da merkst du dann auch schon wieder, was für eine andere Kultur dahinter steckt, um zu sagen, das darf nur von denen gebucht werden, das von denen Teilnehmerkreis oder Nutzerkreis. Das gibt es bei uns generell nicht. Du hast, ich sage jetzt mal, vielleicht einen wirklich Vorstandsmeeting-Room, ja, der technisch sehr gut ausgestattet ist, aber auch das werden wir versuchen, der breiteren Öffentlichkeit nutzbar zu machen, weil wir können uns diesen Leerstand nicht leisten. Ich möchte nicht auf der einen Seite hören, wir haben keine Besprechungsräume, auf der anderen Seite ist das Goldstück sozusagen 80% Leerstand. Geht nicht. Dieses super fancy. Ja, und deshalb muss man auch in der Kommunikation, und wir haben Spielregeln aufgestellt, und natürlich am Anfang, Ute, der hat dies gemacht, Ute, der hat das gemacht. Nein, bitte kommuniziert face to face. Ich mache das nicht. Und entweder ihr habt vorher schon gut zusammengearbeitet oder nicht. Ja. Ich bin hier kein Schiedsrichter, ja, der sagt, du darfst nur dies oder jenes. Und das fördert eben auch wieder dieses Miteinander, das Verständnis, das Geben und Nehmen. Und wenn einer zu laut telefoniert, dann gehe ich nett hin und sage, sorry, könntest du das nächste Mal bitte die Telefonzelle nutzen? Ja, genau. Ja, also halt die sind zum Beispiel nicht buchbar, ja, weil die sind quasi neben den Arbeitsplätzen, da kannst du dann einfach mal, auch wenn es ein längeres Telefonat ist oder du weißt, du musst moderieren, dann setzt du dich da rein. Ja, genau. Ja, das ist auch ein
wichtiges Learning in so einem Flex-Space Office, dass man auch weiß, wann es Sinn macht, in die Ruhezonen zu gehen oder in die Ruheräume. Ja, und was ich jetzt persönlich, weil ich eben auch mich gerne bewege, du musst den Hintern hochkriegen. Du bist nicht 8 Stunden am Arbeitsplatz. Bitte versuche zu erleben, welches Environment zu welcher Aufgabe, zu welcher Situation für mich passt. Ja. Ja? Da sind manche offener dafür und da sind manche eher konservativer. Aber ich möchte zumindest das Angebot der Erlebbarkeit anbieten. Ja. Ob du es jetzt nutzt oder nicht, ich kann dir nicht Das ist dann auch hinprügeln. jedem überlassen. Ja, klar, du kannst niemanden dazu zwingen, aber du kannst Ja. es anbieten und du kannst es promoten. Genau, die Ja. Erlebnisse scheren, das sage ich auch immer. Ja? Mhm. Wenn ihr was positiv erlebt habt, bitte nehmt das mit und erzählt davon. Ja? Ich muss nicht extern dann gehen, um irgendwelche teuren Tagungsräume anzumieten. Das kann ich vielleicht auch im eigenen Building machen. Ja, verstehe ich. Übrigens, also ich hätte da direkt noch eine Follow-up-Frage zu, aber nur in der Zwischenzeit für alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, falls da noch Fragen reinkommen, einfach in die F&A Fragen und Antworten. Ich kenne es mehr als Q&A, aber anyway, es ist oben im Balken, also falls jemand Fragen auch einwerfen will in die Diskussion, einfach dort draufklicken und eine Frage stellen. Aber Ute, du hattest das Thema Konzernbetriebsvereinbarung oder Betriebsvereinbarung jetzt angesprochen. Das sehen wir natürlich auch jedes Mal, dass vor allem bei größeren Unternehmen natürlich, und das ist auch, glaube ich, richtig so, der Betriebsrat da ein Wörtchen mitzureden hat. Das würde mich auch bei euch beiden interessieren, also Ute bei Osram jetzt spezifisch und Johanna bei dir mit den diversen Unternehmen, wo du zusammenarbeitest. Worauf gilt es da zu achten? Was sind so die Fettnäpfchen, die man vielleicht vermeiden kann, aber was sind vielleicht auch wirklich die wichtigen Aspekte, die man unbedingt ansprechen sollte, um den Betriebsrat abzuholen, zu überzeugen und da auch einfach erfolgreich zusammenzuarbeiten, weil ich glaube, das ist das Wichtigste. Wenn der sich komplett querstellt, wird es immer schwierig, aber habt ihr da gewisse Learnings vielleicht gemacht? Johanna, willst du anfangen? Sehr gern. Also vielleicht zwei ganz wichtige Learnings, die ich überall so vorgefunden habe, ist, Ute, und da hast du ja auch schon im Seitensatz eben was dazu gesagt, ich habe nicht das Gefühl, dass dieses Thema ein Thema ist, bei dem sich der Betriebsrat grundsätzlich querstellt, weil der meistens merkt, das ist den Mitarbeitern ein ganz, ganz Richtig. wichtiges Anliegen und die Mitarbeiter sehnen sich ja auch nach einem Handlungsrahmen. Das heißt, für mich gibt es eigentlich nichts Schlimmeres als die Organisationen, die sich da so hinhungern. Also krasse Fälle sind wirklich diese Übergangsbetriebsvereinbarungen, die von Monat zu Monat erneuert werden. Und das heißt, die Menschen sitzen im Grunde jeden Monat da und sagen, okay, kann ich nächsten Monat noch meine alternde Mutter um 17 Uhr zum Arzt fahren oder nicht? Ja? Und sorry, das ist genau so ein Thema, wo ich sage, da wird die Lebensrealität des normalen Mitarbeitenden überhaupt nicht abgeholt. Und deshalb habe ich es jetzt noch nicht erlebt, dass der Betriebsrat sich querstellt, wenn er früh genug eingebunden wird, wenn ihm erklärt wird, wie der Prozess ist, wenn er auch den Beratungspartner dann kennenlernen kann persönlich und so weiter, dass das sich in irgendeiner Form daran etwas entzündet hätte. Was ich natürlich schon erlebt habe, waren Organisationen, in denen die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat so verfahren war, dass grundsätzlich jedes Thema, das von der Unternehmensleitung angestoßen wurde, blockiert wurde. Ja? Dass es dann gar nichts mit hybriden Arbeiten zu tun hat. Aber das hatte dann nichts mit dem Thema zu tun. Was mir unglaublich wichtig ist zum Thema Betriebsvereinbarung zu sagen, ist, eine Betriebsvereinbarung ist notwendig, aber nicht hinreichend. Ausrufezeichen. Ich habe mit so vielen Organisationen gesprochen, die zu mir gesagt haben, ach, Frau Barth, das ist echt nett, dass Sie uns da jetzt auf das Thema hybrides Arbeiten ansprechen. Süß, wir haben eine BV. Das hat sich bei uns erledigt. Ja. Und sorry to say, ich liege dann lachend unterm Schreibtisch, also ich bin dann sehr höflich natürlich, aber liege innerlich lachend unterm Schreibtisch, weil ich weiß ja, was in so Betriebsvereinbarungen drinsteht. Und es regelt den weitesten Rahmen, ja. Aber die ganzen Details einer, was ist unsere Vision, Purpose für die Zukunft der Arbeit in unserem Unternehmen? Und darum geht es schlussendlich. Hybrides Arbeit ist ja kein Selbstzweck, sondern was versprechen wir uns für unser Unternehmen von dieser Zusammenarbeitsform, von dieser Organisationsform? Was ist die Story dahinter? Fragezeichen.
wie übersetzt sich das in den gelebten Alltag? Wie übersetzt sich das in eine neue Führung, in eine neue Kommunikation, in eine neue Kollaboration, also neue Beziehungsebenen, neue Beziehungspflege, neues Beziehungsknüpfen? Wie onboarde ich in so ein System? Welche Infrastruktur braucht das? Bis hin zur digitalen Unterschrift, Ute, du hast es erwähnt. Das wird da drin doch überhaupt nicht mal ansatzweise behandelt. Und da muss ich dann schon sagen, wer denkt, eine Betriebsvereinbarung ist hinreichend, um ein Unternehmen zukunftsfit in Sachen Arbeitswelt zu machen, der irrt sich. Da bin ich fest von überzeugt. Ja, würde ich mitgehen, ja. Also es ist im besten Fall eine Grundlage, aber da muss man noch sehr, sehr viel drauf aufbauen. Und Ute, wie hat sich das bei euch gestaltet? Also Betriebsvereinbarung, aber ich glaube auch da, es ist ja, glaube ich, auch bei euch der Betriebsrat über nur die Betriebsvereinbarung hinweg involviert, oder? Hattest du da was gelernt? Oder sagen wir es mal so. Ja, also die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat, gebe ich der Johanna recht, ist sehr, sehr unterschiedlich von Unternehmen zu Unternehmen. Kommt natürlich immer auf die Player an. Sie ist ein Baustein, aber die Führungskräfte, das Führungsmanagement muss sagen, den Spielraum gebe ich. Wie du erwähnt hast, um eben diese Balance zwischen Working und Private hinzukriegen. Das ist ja das, was wir alle, egal welchen Alters, anstreben. Ja? Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch zu sagen, ich lebe es vor. Ja, top-down. Ja? Und da es keine Ausnahme, kein Elfenbeinturm oder sonst was gibt. Ja? Das ist auch wichtig. Sind wir wieder bei der Unternehmenskultur. Ja? Habe ich es nur als Feigenblatt oder lebe ich es auch? Und das merken die Mitarbeiter sehr, sehr schnell. Und wir sind ja auch mit dem War of Talents. Ja? So, wo geht jetzt ein Mitarbeiter hin, der ein totaler Experte ist, der von allen sozusagen gejagt wird? Der wird sich natürlich auch das raussuchen, nicht nur finanziell, sondern eben auch, wie kann ich meinen Arbeitsalltag gestalten? Betriebsrat einbinden, ja, Datenschutz war natürlich auch ein großes Thema, weil wir sind in Deutschland, wir wollen nicht kontrolliert werden, ja, oder den Anschein überhaupt, dass da irgendwas rausgelesen werden kann und. Das haben wir sozusagen auch erfolgreich gemeistert, diese Hürde. Ja, es kommt immer auf den Betriebsrat an. Ich habe es jetzt erlebt, es sind eher so die, will ich nicht sagen, die Dinge abhaken, aber gestaltet haben es wirklich die Mitarbeiter. Und das war das Gute, dass wir auch in den Feedbackrunden im Betriebsrat mit eingebunden haben und die haben 1:1 von den Mitarbeitern gehört, was geht und was geht nicht. Das war durchaus kontrovers. Ja? Wie Johanna sagt, du kannst es nicht allem recht machen, ja, und in der Mitte sich zu treffen, gleich gar nicht. Funktioniert nicht. Ja? Sondern einer wird irgendeine Kröte schlucken müssen. Ja? Das hieß, was haben wir am Anfang gehört? Ja, und wenn ich jetzt das und das nicht mache, dann kommt der Mitarbeiter nicht mehr rein, den werde ich verlieren. Nothing. Es passiert nichts. Ja? Also das muss man aushalten. Okay, verstehe ich. Und vielleicht... Darf ich da vielleicht noch was dazu ergänzen, weil absolut. es mich vorhin schon unter den Fingern gejuckt hat an der Stelle. Und zwar, was man ja auch durchaus auch in Erwägung ziehen kann, ist ein zielgruppenspezifisches Konzept zu machen. Ja? Und das heißt für mich beispielsweise, nehmen wir jetzt mal an, Sie haben ein eher konservativ ausgeprägtes Unternehmen. Sie wollen trotzdem einen relativ hohen mobilen Anteil anbieten, weil Sie sich gerade in einem Transformationsprozess befinden. Sie brauchen den alten Teil, also das Kerngeschäft, das Ursprungsgeschäft. Sie brauchen aber auch eine moderne Digitalisierungsunit, wo Sie unglaublich hohen Recruiting-Bedarf haben, die Leute deutschlandweit, vielleicht sogar europaweit rekrutieren müssen. Und Sie wollen jetzt aber auch nicht unterscheiden, ich erlaube den neuen Mitarbeitenden was ich den alten nicht mehr erlaube und so weiter und so weiter. Das heißt, Sie haben die maximale Spreizung. Das ist die schwierigste Position, in der man sein kann. Schöner ist es, Sie können sich auf einen Pol eher festlegen, also eher, wir sagen Präsenz first oder Remote first, ja. Das ist natürlich das Schönste. Manchmal sind Sie aber in so einer Mischsituation, wo Sie diese Option nicht haben, wo Sie einen echten Hybriden sozusagen machen müssen. Und dann
habe ich ein großes Verständnis dafür, dass Sie zum Beispiel 20% Mitarbeitende haben, die sagen: „Hey“, die nennen sich übrigens oft selbst Dinosaurier, was auch schon sagt, was für eine Wertigkeit wir damit mittlerweile verbinden, ja? Habe ich in verschiedenen Unternehmen unabhängig voneinander schon gehört, den Begriff. Und ich sage halt: „Na ja, was wünscht sich jemand, der sagt: ‚Für mich ist das Büro der Arbeitsort, das ist das, womit ich Arbeit verbinde.‘“ Was wünscht er sich? Oft wünscht er sich: „Na ja, ich will da halt nicht alleine hocken. Ja, Ich will nicht über 80% leere, Freiflächen gehen müssen und dann da ja, irgendwo in der Ecke alleine hocken, weiß nicht, wen ich treffe, weiß nicht, mit wem ich zusammensitze, weiß nicht, mit dem ich Mittagessen gehen kann.“ Also, der vermisst oft den sozialen Aspekt, ja, den Austausch, den Flurfunk, die Kaffeegespräche und einfach die Atmosphäre eines Büroarbeitsplatzes. Und deshalb haben wir schon oft auch die Überlegung angestrengt, können wir für die Mitarbeitenden nicht feste Arbeitsplätze einrichten, mhm, die sind vom Buchungssystem ausgenommen. Und in diesem Bereich können die Mitarbeitenden sitzen, die wirklich sagen: „Ich komme 4 bis 5 Tage die Woche rein.“ Hat den ja. Effekt, dass Ah, die das ist ganz cool. untereinander eine neue Peer Group schaffen. Die ist nicht mehr ihre Abteilung und nicht mehr ihr Team, was uns auch den netten Effekt der crossfunktionalen Vernetzung, Chris, du hast es erwähnt, das Ja, ist ultra wichtig, ja, beschert. Das heißt, wir ziehen als Unternehmen daraus auch einen Wert und gleichzeitig haben die Mitarbeiter das Gefühl, das ist so ein Stockwerk, da komme ich hin, cool. da Und ist da sind morgens meine jemand Leute. da, den Ja, begrüße ich mit Handschlag, mit dem trinke ich einen Kaffee, mit denen gehe ich Mittagessen und das ist meine neue Peer Group. ja, und deine Ich muss mich Routine auch, ne? nicht mit einem Ja, täglichen Buchungssystem rumschlagen. I das muss man abwägen, ne? ja, Hat alles ja, Vor und völlig. Nachteile, aber das, war jetzt so 'ne Lösung, die in so 'nem Unternehmen diese Spreizung eben auch abbilden kann. Ich Ja, gebe 'n Beispiel für 'ne andere Zielgruppe. 'Ne andere Zielgruppe, die, wir als leidend in Anführungsstrichen wahrnehmen, sind Auszubildende, duale Studierende und studentische Mitarbeitende wie Praktikanten. Ich habe die ja auch täglich im Hörsaal sitzen. Und es bringt mir nichts, mein Praktikum zu machen in 'nem Unternehmen, wo ich zu 80% im Homeoffice sitze in vielen Fällen. mhm, Und, auch Möglichkeiten, wie wir das adressieren, ist dann halt zu sagen: „Hey, ihr seid 'ne Peer Group. Eure Peer Group ist nicht euer Team, sondern eure Peer Group seid ihr untereinander“, was auch ja, den netten Nebeneffekt hat, dass ich auch jemanden kennenlerne, mit dem ich abends noch mal Radfahren gehen, klettern, an 'n Badesee oder whatever it is, ja? Also, ich helfe den Leuten damit auch 'ne Anknüpfung zu finden in dieser Stadt. Will ich als Arbeitgeber ja auch, weil ich will, dass klar, der ja, sagt: „Da will ich anfangen zu arbeiten, da ja, bleibe ja, ich, da habe ich schon Freunde.“ ja, Also, das hat genau diesen Nebeneffekt, den wir haben wollen. Ich habe Freunde im Unternehmen, deshalb fange ich da an. Das ist ein No-Brainer für mich, da anzufangen dann auch. Und deshalb, dann auch zum Beispiel 'ne spezielle Buchungszone, wo sich nur studentische Mitarbeitende, duale Auszubildende, cool. Azubis und so weiter einbuchen können, wo dann auch Events für die Zielgruppe dann auch teilweise stattfinden. Also das sind da sage ich, ich bin völlig bei Ute, dass man sagt, wir versuchen sinnvolle Konzepte zu machen und wir können nicht für jeden 'ne Extrawurst backen, Ja, nur weil er jeglichen Willen zur Veränderung nicht zeigt, ja? und blockiert ist, Oder ja. es nicht mal ausprobiert hat. Das ist ja das Allerschlimmste, es nicht mal auszuprobieren und dem nicht mal 'ne Ja, realistische Chance zu geben. Der zweite Punkt ist halt und trotzdem gibt es Zielgruppen in Unternehmen, die wir sehr klar identifizieren können anhand der Datenlage in 'nem Unternehmen, für die es unter Umständen 'n totalen Mehrwert hat, insbesondere wenn es die Fläche hergibt, ähm, Sonderbuchungszonen zu schaffen, wodurch dann natürlich auch so 'ne Buchungs-App dann natürlich 'n riesen mhm, Mehrwert dann erzeugt. ja. Ja, cool, ja. Hatte diese studentische Area hat die 'n bestimmten Namen, die ihr der gegeben habt? Arbeitstitel, Learner Hub, Learner Hub, oder okay. Learn Hub. Wir wollen's Ja. Learn Hub nennen, weil, Lerner Hub wäre ja, also auf Englisch, genderfrei, aber Lerner Hub auf Deutsch ist nicht Ah, genderfrei, deshalb okay, sind wir im Moment bei verstanden. Lern Hub. Aber, da das ist dann natürlich auch wieder 'n cooles, Ding, wo man dann branden kann. Man kann Ja, genau. Co-Creation, 'n Namensgebungsprozess unter den studentischen Mitarbeitenden ausrufen mit Ja, 'ner mega cool. Pizza-Party, wo der Sieger gekrönt wird. Also, das gibt auch wieder fürs Employer Brand also, für die Employer Brand und für das emotional positiv Aufladen von diesem Projekt
super viele Kontaktmomente meiner Meinung nach her. Insofern. Ja, und das sind diese Kleinigkeiten, die es oft voll. vielleicht bei einem Es sind die Praktikanten oder Werkstudenten Kleinigkeiten. ausmachen. Ja, Genau. okay. Nee, aber da hast du mir schon eine Idee mitgegeben, Johanna. Also das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Finde ich auch Und ich cool. würde das, weil wir auch gerade in unserem Team das Thema haben, was jetzt mit dem aktuellen Thema nur bedingt was zu tun hat, wie viel Zeit, Learning-Zeit gibst du den Mitarbeitenden, ja, in der Arbeitszeit sich weiterzubilden, ja. Es muss nicht immer ein externes Seminar sein, das mega teuer ist und Reisekosten verursacht, sondern also ich würde mich gerne zu den Studenten setzen, ja, um dann einfach zu sagen, Das da glaube ich, Ute, lerne das weiß ich ich. mega viel, ja. Dieses Geben und Nehmen, ja. Ich sage jetzt mal so ein bisschen Lebenserfahrung und die Jungs und Mädels bringen mir, was weiß ich, das neue ChatGPT bei, ja, whatever. Und Ja. das finde ich total gut. Das Dinosaurier sehe ich schon wieder ein bisschen so diesen Stempel, ja, so von wegen, die wollen sich nicht verändern, zumindest kommt das so rüber. Ja? Ich wollte mich nicht so verstanden wissen, dass ich Hm? diese Gruppe so nenne. Ich höre raus, dass Ja. die sich selbst so nennen. Und Ja. was Ja. bedeutet das? Die nehmen das so wahr, dass sie so gesehen werden und rücken sich dann selbst in diese Ecke. Und das sehe ich eben als problematisch an. Und trotzdem finde ich persönlich, dass wir es wertfrei machen können, indem wir sagen, wir verstehen, dass du 30 Jahre lang so Büro gelebt hast und wir verstehen, welche Werte du damit verknüpfst. Und wir entscheiden uns bewusst, den Leuten, die weiterhin gerne so arbeiten möchten, diese Arbeitsweise zu ermöglichen. Das halte ich als Unternehmen für einen schlauen Move, Fronten abzuschwächen wieder und nicht dieses die gegen die anderen, sondern dieses, es ist total wertfrei für uns. Du darfst dich in eine Kategorie einwählen sozusagen und wir versuchen auch denen, die sagen, für mich ist das Büro der bevorzugte Arbeitsort und diese Menschen gibt es in hohen Zahlen, ein Arbeitsumfeld zu bieten, in dem sie sich super wohlfühlen und wo sie gerne hinkommen. Und das hat oft was damit zu tun, dass sie in vollen Büros sitzen, dass sie eine gewisse Konstanz an Kollegen haben, die sie jeden Tag sehen können, weil Zufallsbegegnungen, die sind immer gut, auch wenn die unter gleichen Leuten stattfinden. Das heißt, jeder positive Kontaktmoment, den ich mit einem Kollegen in meinem Unternehmen habe, ob das die Putzfrau ist, ob das der Pförtner ist, ob das der Kantinenausgeber ist, das ist total wurscht, wer es ist. Jeder positive Kontaktmoment bindet mich mehr ans Unternehmen, macht mich produktiver, witzigerweise, macht mich sogar gesünder, ja, und deshalb sage ich, manchmal macht es einfach Sinn, um den Wind aus dieser die gegen wir, die Altbackenen gegen die Jungdynamischen rauszunehmen, zu sagen, nee, hier kann jeder so sein, wie er sein will. Wir schätzen alle Arbeitsformen gleichermaßen wert. Das ist eine Abwägung. Ich sage nicht, dass das immer der richtige Weg ist, aber wenn eine signifikante Gruppe in einem Unternehmen einfach da ist, man die Fläche hat, nicht auf Flächenreduzierung beispielsweise angewiesen ist, dann ist es was, wo ich sage, das kann total viel Sinn machen und dann kann man ja trotzdem auch in dem Bereich 10% der Plätze zubuchbar machen. Dass ich sage, Mensch, ich will mal wieder mitkriegen, was hier so jeden Tag abgeht, jetzt setze ich mich mal zu der Gruppe dazu. Das ist ja immer noch möglich. Das schwächt ja auch nicht das Gefühl der Konstanz und der Fülle dann ab in dem Bereich. Das muss man abwägen. Ich bin halt ein Fan, durch solche Aktionen manchmal so die Bewertung, was ist unser bevorzugtes Arbeitsmuster, rauszunehmen, weil ich glaube, es schwingt viel zu viel Bewertung mit. Viel zu viel. Weil dafür sind wir alle Individuen und dafür ist eine große Bandbreite einfach auch absolut in Ordnung. Weil, Ute, da noch auch ein Satz dazu, da hat es mich vorhin auch so gejuckt, es kommt so viel mehr auf andere Dinge an, als auf wie viele Tage die Woche komme ich ins Büro. Du hast es gesagt, Führung. So ein wichtiges Thema. Viele meiner Kunden sind enttäuscht, weil sie sagen, hä, jetzt analysieren Sie hier, wie geführt wird. Was hat denn das mit dem hybriden Arbeiten? So, ich will da mehr über das hybride Arbeiten wissen. Und ich so, Leute, wie in eurem Unternehmen geführt wird, das ist so essentiell, ja, jemanden nach Zielen führen zu können. Das ist mit der wichtigste
Skill in einem hybriden Arbeitsmodell. Wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert hier gar nichts. Egal, ob die 10 Tage die Woche reinkommen, 0 Tage die Woche reinkommen. Das ist für mich sehr faszinierend, weil als hätten wir 2019 in der perfekten Welt gelebt. Das finde ich das Allerwichtigste. Wir haben 2019 habe ich auch schon in Großkonzernen gearbeitet. Da haben wir auch schon über Effizienz, über Bindung, über Retention, über Wissensmanagement, über was weiß ich, haben wir genauso diskutiert wie heute. Und plötzlich soll die reine Präsenz ohne weitere Maßnahmen das Allheilmittel sein. Faszinierend. Ja, stimmt schon. War es damals auch schon nicht, ne? Ja. True. Wir sind jetzt, ich schaue gerade auf die Uhr, wir sind schon bei kurz vor 12, aber ich würde trotzdem einfach noch mal ganz kurz auch in die Runde werfen, die Möglichkeit, falls jemand noch Fragen hat, gerne entweder in den Chat oder auch einfach direkt quasi unmuten und die Frage reinstellen. Ich hätte sonst auch noch natürlich diverse weitere, aber ich wollte trotzdem mal schauen, ob bei den Zuhörerinnen und Zuhörern oder Teilnehmerinnen und Teilnehmern vielleicht noch Fragen sind. Schauen wir mal, geben wir denen mal einen Moment. Im Chat habe ich jetzt aktuell noch keine gesehen, bisher aus der Konversation heraus, aber das ist auch gar kein Problem. Wenn nicht, dann hätte ich einfach nur noch gesagt zum Abschluss an euch beide, an Ute und an Johanna. Ich weiß, wir haben jetzt schon viele Tipps abgedeckt und viele Themen besprochen, aber würdet ihr so abschließend noch sagen, hey, eine Sache, über die wir noch nicht gesprochen hatten, und das wäre wirklich noch ein super wichtiger Tipp, ein super wichtiges Learning, was ihr anderen Unternehmen, die auch hybrid arbeiten, aber das vielleicht verbessern möchten, was ihr denen mit auf den Weg geben würdet oder möchtet? Ich würde gerne noch einen Aspekt, weil wir hatten jetzt eher so die, ich sage jetzt mal, kulturellen Themen, aber was wir am Anfang, und da kommt es auch wieder darauf an, von welcher Basis aus das Projekt gestartet wird, IT-technisch. IT-technisch sollte das Ganze, weil hybrides Arbeiten eben bestimmte Voraussetzungen notwendig sind. Ja? IT einbinden. Ohne IT geht nichts. Ich habe kürzlich mal auch mit einem anderen Unternehmen, ja, und IT-Strategie und das passt irgendwie nicht rein und so weiter. Da kannst du das gleich dann vergessen. Da ist die Kultur noch so schön. Das ist das eine. Aber auch das Equipment. Ja? Wie häufig, und ich glaube, das hatten wir ja auch schon vor Corona, du hast einen Meetingraum mit Präsenzteilnehmern und du hast welche am Bildschirm. Ja. Da gibt es jetzt wesentlich mehr Möglichkeiten als vor Corona. Wie bindest du die wirklich ein, dass das gar keine Rolle mehr spielt, dass die nicht abgehängt werden? Oder eben, du bist jeden Tag an einem anderen gebuchten Arbeitsplatz. Es muss quick and dirty funktionieren, dass ich startklar bin und nicht wieder mehr meine Bildschirme einstellen muss oder was auch immer für Herausforderungen. Du bist ja nicht der IT-Support sozusagen. Ja? Das muss gewährleistet sein und eben die Implementierung vom CT-Tool, zu sagen, wir haben jetzt beispielsweise aus Erleichterung für die IT, weil wir auch nicht die Manpower hatten, Global Policy gemacht. Aus jedem Standort kannst du dich in München beispielsweise einbuchen. Ja? Musst du dann irgendwann natürlich auch jetzt mal hinterfragen und sagen, okay, ist das wirklich notwendig, weil wir wollten, nachdem wir ja in der Phase auch waren, 2 Unternehmen kommen zusammen. Prallen 2 Kulturen zusammen und wir wollten bewusst diesen Austausch fördern. Ja? Heißt aber eben auch Lizenzen. Ja? Also da geht es dann auch wieder ums Budget und solche Sachen. Ja. Aber alle dazu einladen. Ja? Und wie gesagt, die Voraussetzungen IT-technisch sollten auch eine sehr, sehr große Rolle spielen. Ja? Okay. Ja, finde ich absolut legitim. Das stimmt schon, die technische Komponente. Ich würde vielleicht, jetzt haben wir noch eine Frage aus dem Publikum bekommen, aber Johanna, die ist, glaube ich, perfekt für dich, vielleicht auch als Abschlussfrage. Vielleicht hattest du schon gesehen. Die Anforderungen an Führungskräfte im hybriden Arbeitsdesign, was sind da die konkreten Anforderungen oder worauf müsste man da achten? Also ich glaube, da ist erstaunlich wenig Neues dabei. Ich habe es ja schon anklingen lassen, also gerade das Thema Führen nach Zielen, zu erkennen, dass ich das nicht, Ute hat es auch gesagt, one size fits all leider machen kann. Es gibt Menschen, die von der charakterlichen Disposition wahnsinnig gut mit einer langen Leine, viel Selbstorganisation
und langen Zeiträumen, wo sie auch alleine kontaktfrei arbeiten können, zurechtkommen. Es gibt Menschen, die damit überhaupt nicht zurechtkommen. Spannenderweise kommen die meisten Führungskräfte durchschnittlich statistisch betrachtet gut damit zurecht und die meisten Mitarbeitenden durchschnittlich betrachtet relativ schlecht damit zurecht. Okay. Einfach durchschnittlich statistisch. Ich möchte hier um Gottes Willen nicht sagen, jeder Mitarbeiter ist schlechter drin. Bitte nicht so interpretieren, aber einfach von dem, was wir statistisch über charakterliche Disposition, Motivation, Selbststrukturierungskompetenzen und so weiter wissen. Das heißt, ich als Führungskraft laufe in vielen Fällen Gefahr, viel zu viel lange Leine zu lassen und dann enttäuscht zu sein. Weil ich davon ausgehe, dass der Mitarbeitende zum Beispiel alles weiß, was ich weiß. Stimmt nicht. Ich habe als Führungskraft in der Regel viel mehr Zugriff zu Informationen, viel mehr Einordnungskompetenz, viel mehr strategisches Denken, viel mehr Übersetzung, strategisches Denken in Operationalisierung, weil das meine tägliche Aufgabe ist. Mitarbeitende haben in der Regel nicht dieses Ausmaß an Zugriff auf Informationen, Kontextgespräche, Tone from the Tops und so weiter, um Dinge sehr gut einordnen zu können, genauso gut einordnen zu können wie ich. Und sie haben eben auch oft nicht diese Übersetzungsskills, Vision, Strategie. Was bedeutet das jetzt für die Operationalisierung für mich in meinem tagtäglichen Arbeiten? Und das wird von den Führungskräften massiv überschätzt. Deswegen geben sie den Mitarbeitenden in der Regel zu wenig Informationen weiter, zu wenig Hilfestellungen, zu wenig Operationalisierung, zu wenig Rahmenbedingungen, merken das dann zu spät, sind dann enttäuscht und glauben dann, die Zügel anziehen zu müssen. Und zwar im Sinne von, kommt rein, Präsenz, Präsenz, Präsenz. Wenn ich euch nicht sehe, kann ich euch nicht anleiten. So. Und das ist dann so ein self-fulfilling Kreisel. Der Mitarbeitende merkt, die Führungskraft ist unzufrieden, zieht die Zügel an. Der Mitarbeitende wird hektisch, hat Angst, versucht Präsenz vielleicht zu demonstrieren. Reine Präsenz löst das Problem nicht. Der Mitarbeiter ist konstant in einem Zustand von, erfülle ich die Anforderungen, keine psychologische Sicherheit mehr. Und dann geht diese Spirale im Grunde negativ so weiter. Und das sind keine neuen Führungserkenntnisse, keine neuen Führungsthemen. Das sind die klassischen Leadership-Fragestellungen, wie wir die auch schon 2015, ich sage jetzt mal seit 2010 so roundabout diskutieren. Da kommen diese ganzen Forschungsergebnisse so langsam auf zum Thema psychologische Sicherheit, Speak-up-Culture, Leadership statt Management und so weiter. Aber wir sehen halt einfach, Uta hat es wunderbar ausgedrückt, dass dieses hybride Arbeitsumfeld die Herausforderungen, die wir schon seit 10 Jahren mit dem Thema Führung haben, jetzt halt leider sichtbar macht. Und nochmal hervorhebt. Und nochmal hervorhebt. Und das ist, und das sehe ich auch extremst in den Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite. Und ich bin ein Riesenfan übrigens dann auch davon, von Führungskräfteentwicklungsprogrammen, die Führungskräfte begleiten, also wahnsinnig alltagsintegriert funktionieren. Das heißt jetzt nicht, jetzt schicken wir die alle auf ein 2-Tages-Seminar und dann lernen sie Leadership und dann sind sie nach 2 Tagen zurück und sind alle neue Menschen, sondern ich bin da ein Riesenfan von Peer-Coaching, also Peer-to-Peer-Coaching, weil ich da von Kollegen erfahre, wie gehen die damit um und da auch merke, aha, es gibt ja tatsächlich die Möglichkeit, ganz anders zu denken, zu ticken und damit umzugehen, als ich es tue. Und ich bin ein Fan von alltagsintegrierten Programmen, die mich über einen längeren Zeitraum begleiten, weil so eine Transformation im Verhalten, die kannst du nicht nach einem 2-Tages-Seminar in irgendeiner Form umsetzen, sondern da profitierst du einfach wahnsinnig davon, wenn das in kleinen, verdaubaren Häppchen immer wieder punktuell passiert und du, wenn du in der konkreten Situation bist, dann eben dein Peer-Coaching hast, wo du dann sagen kannst, Mensch, jetzt habe ich mal einen konkreten Fall, den muss ich mit euch diskutieren. Ich muss das jetzt mal hier von der Seele reden und wo dann eben auch Gruppen entstehen, wo eben eine sehr hohe Vertrautheit da ist, eine hohe Konstanz und auch wieder crossfunktionale Begegnungen unter den Führungskräften passieren, also auch wieder dieser nette Nebeneffekt, dass wir das stärken können. Und damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Cool. Johanna, du hast das echt toll ausgedrückt und ich habe aus meinem aktuellen Umfeld wirklich so eine tolle Situation, die, ich sage jetzt mal, man nicht herbeiführen kann.
aber wo auch eine Führungskraft, die eine sehr, ich sage jetzt mal, Präsenzkultur eigentlich bevorzugt hat, der aber jetzt interimistisch 2 Teams führen muss. Das heißt aber, er muss sich ums neue Team kümmern und das alte muss quasi selbst laufen oder eben die lange Leine. Ja? Und umgekehrt, das andere Team, das jetzt sozusagen cheflos im Moment ist, das er führen darf, lernt aus sich heraus, aus dem Team sich zu führen. Mega spannend und ist für beide Seiten eigentlich eine Win-Win-Situation, weil der eine lernt, entspannter zu sein und der andere merkt, oh, die Führungskraft hatte jetzt doch irgendwie einen Sinn, weil ich eben das und das dazu lerne oder dieses Knowledge noch nicht habe und. Also ein sehr, sehr breites Spektrum. Das in der Tat, das haben wir auf jeden Fall festgestellt, dass es ein breites Spektrum im Allgemeinen an Sachen gibt, die es zu beachten gilt. Wir sind jetzt schon bei 10 nach 12 angekommen, also ich will jetzt nicht allzu lang bei den anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen in die Mittagspause reingehen, aber Johanna, Ute, vielen, vielen, vielen Dank euch für die echt coolen Insights. Fand ich wirklich spannend und die Frage kam auch auf, ob wir die Aufzeichnung verteilen. Das machen wir auf jeden Fall. Also die werden wir auf jeden Fall für alle Teilnehmer bereitstellen. Ich glaube wahrscheinlich einfach per Mail einmal zirkulieren. Aber falls irgendwie noch Fragen oder sowas aufkommen, ich teile mal eben noch ganz kurz meinen Bildschirm. Also falls jetzt jemand noch nachträglich Fragen, Anregungen, sonstiges hat, Bildschirm sollte man jetzt sehen, oder? Glaube, ja, perfekt. Falls jemand noch Fragen oder Anregungen oder sowas hat, gerne auch mir einfach eine Mail schicken. Dann kann ich auch gerne direkt die Aufnahme durchschicken. Also einfach an chris@citi.co. Und ansonsten nur noch zum Abschluss ein kleines Save the Date. Wir haben am 29. Juni auch schon unser nächstes Webinar zum Thema wirklich Hybrid Team Leadership, wo es wirklich nochmal konkret aus der Management-Perspektive beleuchtet werden soll, mit Dr. Chiara Polverini, die eben bei Working Well das People and Culture Team leitet. Das heißt, auch da würden wir einfach nochmal die Einladung auch mit zirkulieren. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon von meiner Seite, von unserer Seite. Und ich würde sagen, vielen, vielen Dank allen fürs Zuhören, fürs Teilnehmen, fürs Dabeisein. Den Anmeldungslink hat der Max auch gerade noch in den Chat beim Event mit reingeschickt. Und ja, das wäre es dann eigentlich auch schon und wünsche allen ansonsten noch einen wunderschönen Tag. Danke. Danke, Ute. Danke, Johanna. Tschö. Ciao. Danke. Tschüss. Tschüss.